ganz herzlich Philipp Polt von Carbotech und Evelyn Volkart von INPEP begrüßen und euch auch schon mal herzlich danken, dass ihr bereit war, hier dieses Webinar, zu diesem Webinar beizutragen. Und ja, stellt euch doch am besten selber direkt vor. Philipp, möchtest du starten? Ja, gerne. Schon auch mal von unserer Seite herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Bolt, ich arbeite seit 8 Jahren bei Carbotech. Wir sind ein Umweltberatungsunternehmen, machen viel in der Klimabilanzierung, Absenkpfad, diese Themen, aber auch andere Themen im Umweltbereich. Genau. Evelyn? Ja, danke. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier unser brandneues Produkt präsentieren dürfen. Mein Name ist Evelyn Volkart. Ich arbeite bei der INTEP, Integrale Planung. Ich arbeite hier im Umwelt- und Ressourcenmanagement und leite das Ökobilanzierungsteam, wo wir uns hauptsächlich mit Ökobilanzen, Treibhausgasbilanzen beschäftigen. Genau. Gut. Ja, vielen Dank. Du hast es schon erwähnt. Eben Hauptthema ist euer neues Produkt quasi, dieser Praxisleitfaden zur Bilanzierung nach GHG-Protokoll. Wir haben ihn auch, ich weiß gar nicht, ob es alle gesehen haben, wir haben ihn mit einem Update des Termins allen noch verschickt. Einzelne hatten vielleicht schon Gelegenheit reinzuschauen. Er wird demnächst dann auch mal noch auf Französisch erscheinen. Es ist wirklich quasi druckfrisch. Einleitend vielleicht könnt ihr ein paar Worte noch sagen, wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist oder wie die Idee entstanden ist, so einen Praxisleitfaden zu machen und wer da mitgewirkt hat. Ja, ich übernehme gerne den ersten Teil der Frage. Wir haben natürlich intern bei uns immer wieder Diskussionen, wie man das GHG-Protokoll interpretieren soll. Wir haben auch untereinander, also eben zum Beispiel mit Evelyn, also unter den Beratungsunternehmen immer wieder diese Diskussionen und auch mit den KundInnen, weil es halt immer wieder auch andere Interpretationen gibt. Und wir haben gedacht, ja, es wäre wirklich sinnvoll, wenn man das mal ein bisschen aufschreibt, nicht um das jetzt als absolute Wahrheit zu präsentieren, aber als Startpunkt für weitere Diskussionen, dass man mal eine Grundlage hat, von der man diskutieren kann. Und das war eigentlich die Ursprungsidee. Und wir haben mit dem BFW und auch mit dem BAFU darüber gesprochen und waren sehr dankbar, dass wir hier auch ein bisschen unterstützt wurden, um diesen Praxisleitfaden zu erstellen. Also das war eigentlich so wie das zustande kam. Genau. Ja, vielleicht kann ich noch kurz zum Prozess ergänzen. Der Hauptteil der Arbeit war bei den beiden Beratungsunternehmen. Wir waren aber eigentlich frühzeitig schon im Austausch mit Vertretern aus anderen Beratungsunternehmen, mit Vertretern aus der Industrie. Einerseits mal ein bisschen abzuholen, wo der Schuh dann noch drückt, was wir vielleicht noch gar nicht auf dem Radar hatten, aber auch um eben gerade Themen, wo Interpretationsspielraum da ist, die kontrovers diskutiert werden, auch unsere Meinung zu spiegeln. Wir haben vom BAFU BFW sehr wertvolle Rückmeldungen erhalten, aber eben auch von Fachpersonen aus der Beratung und aus der praktischen Anwendung, die auch dann eingeflossen sind. Und vielleicht einleitend auch noch eine weitere Frage, einfach, dass das gerade klar ist. Dass wir haben uns dies auch gefragt, wie der Projektantrag auf dem Tisch war, was bringt das überhaupt? Wieso braucht es diesen quasi zusätzlich zum GHG-Protokoll? Also was kann der Praxisleitfaden, was das GHG-Protokoll quasi nicht kann und an wen richtet sich der Leitfaden primär? Soll ich damit anfangen? Okay. Ich glaube, wir haben wirklich versucht, ein bisschen eine Lücke zu schließen zwischen dem Standard und der Praxis. Das Grünhausgasprotokoll hat den Anspruch oder muss auch eine weltweite Anwendbarkeit haben. Er muss muss länderspezifische Sachen abdecken können. Er muss alle Sektoren, alle Branchen abdecken, was halt doch dazu führt, dass die Anwendung der Vorgaben auf den ganz konkreten Fall des eigenen Unternehmens manchmal nicht ganz einfach ist, weil einfach die Flughöhe eine andere ist, obwohl auch das Grünhausgasprotokoll viele Beispiele, viele Erläuterungen hat, haben wir auch in der Anwendung gemerkt, dass manchmal die Übersetzung wirklich in die praktische Arbeit nicht ganz einfach ist. Was wir versucht haben, ist
weniger diese Allgemeingültigkeit beizubehalten, sondern wirklich die klassischen, typischen, häufigen Anwendungsfälle, die wir kennen, die wir im Austausch mit anderen Fachpersonen erlebt haben, die Vorgaben anwendbar zu machen für die ganz konkreten Fälle, die gerade Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind, eigentlich begegnen bei einer Treibhausgasbilanzierung. Es ist kein Ersatz vom Grünhausgasprotokoll. Wir decken längst nicht alles ab. Wir haben gewisse Themen nur sehr flüchtig behandelt oder ausgeklammert, sondern uns wirklich so ein bisschen auf die alltägliche Arbeit mit dem Standard fokussiert, um hier einfach vielleicht auch den Einstieg in die Treibhausgasbilanzierung zu vereinfachen. Aber eben bei Spezialfällen, bei komplexen Situationen, es erübrigt sich nicht, die Originaldokumente ebenfalls zu konsultieren. Vielleicht kannst du noch ergänzen, Philipp. Ja, und einfach vielleicht noch zur Zielgruppe, eben weil es ein ergänzendes Dokument ist. Ich glaube, für absolute Neulinge ist der Praxisleitfaden zwar auch hilfreich, absolut, und wir gehen gleich darauf ein, warum. Aber eben, es muss zusammen mit dem GOG-Protokoll verwendet werden. Deshalb glauben wir auch, dass es wirklich vor allem für Leute interessant ist, die das GOG-Protokoll anwenden. Und wir denken schon auch, dass es auch für Leute, die schon sehr viel Erfahrung haben, immer wieder interessante Stellen und Diskussionen hat in diesem Praxisleitfaden. Weil eben wir diskutieren die auch und haben Teile dieser Diskussion auch wirklich versucht darzustellen, was die Überlegungen sind. Ja, ich glaube, es sind auch wirklich Punkte, also auch bei Vorbild Energie und Klima diskutieren wir ähnliche Punkte, sobald wir über Bilanzierung reden, die halt immer Schwierigkeiten bereiten. Wie macht man es jetzt am besten oder wie ist die Abgrenzung am besten? Aber ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, schauen wir rein, oder schauen wir eure Absolut. Präsentation an zum Leitfaden. Gut, dann würde ich gern kurz mit einer Übersicht starten, was wir heute eigentlich alles vorhaben in den nächsten 50 Minuten. Begrüßung und Einführung, das haben wir bereits geschafft. Wir möchten nachher noch mit einer kurzen Umfrage ein bisschen den Hintergrund der heutigen Gruppe abholen, wo sie stehen bei der Bilanzierung, vielleicht auch welche Herausforderungen sie sehen. Wir haben ein kurzes Menti vorbereitet, einfach kurz als Info, das ist nicht der gleiche QR-Code, welche Frau Spörnli schon präsentiert hat. Ich werde nachher den Link in den Chat stellen oder Sie können mit dem Smartphone über den QR-Code zugreifen. Anschließend wird Philipp Bold den Praxisleitfaden vorstellen. Wie ist er aufgebaut? Welche Inhalte können Sie erwarten? Wir werden einige Deep Dives machen zu Themen, die wir für besonders spannend oder wichtig, erachten, wo wir einerseits kurz zeigen, wie das im Praxisleitfaden gelöst wurde, aber auch ein bisschen unsere Überlegungen, die wir gemacht haben, Diskussionen, die wir geführt haben, weitergeben. Und am Schluss haben wir sicher Zeit für Fragen und Diskussionen. Wenn Sie akut eine Frage zu einem vorgetragenen Inhalt haben, können Sie auch gerne die Hand heben. Wir können das direkt anschauen. Ich denke, so ein bisschen die grundlegenderen Fragen können wir auch gut dann am Schluss gemeinsam diskutieren. Wir haben auch die Möglichkeit, ein paar Minuten länger zu bleiben, falls dann noch etwas offen ist, wo wir gerne darüber sprechen möchten. Gut, dies zum Ablauf. Ich würde jetzt kurz die Präsentation beenden. Zurück zur Präsentation. Ich hoffe, das hat bei allen geklappt. Dann würde ich gern an Philipp Bold übergeben. Dann kommen wir eigentlich zum Ziel des Projektes und des Praxisleitfadens. Genau, vielen Dank, Evelyn. Ich glaube, wir haben ein paar Sachen in dieser Folie schon bei den Fragen ein bisschen beantwortet. Eben das Ziel war wirklich mal so auch einen Erfahrungsbericht von uns zu präsentieren oder darzustellen und auch etwas, wo Sie nachlesen können. Ich glaube, das Bild zeigt gut, wie es in der Realität aussieht und
was der Praxisleitfaden versucht abzubilden. Leider ist es nicht immer so einfach, wie man das beschreiben kann auf Papier, sondern die Realität sieht dann häufig doch sehr, sehr anders aus. Was wir uns auch erhoffen, und das ist, und dieses Webinar ist ein erster Schritt dazu, ist, dass es eine Diskussion auch gibt unter den Bilanzierenden, ich sage jetzt mal in der Schweiz, weil doch das Feld nicht jetzt unendlich groß ist und sich die Leute auch zum Teil ein bisschen kennen, je nach Branche, je nach Industrie oder auch unter den Beratungsunternehmen. Also das ist auch ein Ziel, dass es vielleicht eine Diskussionsgrundlage einfach ist, um das weiterzuentwickeln. Genau. Ja, das wäre mal so viel dazu. Ich möchte noch sagen, dass der Praxisleitfaden bezieht sich natürlich auf die aktuelle Version des GAG-Protokolls. Das ist klar, wir mussten irgendwo einen Pfahl einschlagen und darauf basieren. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es Diskussionen also immer wieder zur Überarbeitung des GAG-Protokolls. Die Zeitschiene ist nicht immer ganz klar und die Erfahrung ist, dass sie eher länger als kürzer jeweils ist, weil sehr viele Anspruchsgruppen auch abgeholt werden müssen. Aber einfach, dass Sie das wissen, es handelt sich um die aktuell gültige Version des GAG-Protokolls, worauf wir uns gestützt haben. Vielleicht auch an dieser Stelle noch ganz kurz eine Erwähnung des Corporate Footprint Calculators, der nächste Woche dann auch publiziert wird. Das ist eine Arbeit ich glaube, des BAFU in erster Linie, also vom BAFU in Auftrag gegeben. Wir haben uns abgesprochen mit den EntwicklerInnen des Corporate Footprint Calculators, dass wir hoffentlich ein bisschen ähnliche Interpretationen des GAG-Protokolls auch vorantreiben. Aber es könnte auch Unterschiede geben, worauf wir dann sicher noch eingehen werden. Genau. Nun zur Struktur des Dokuments. Wir haben das so aufgebaut, dass es einen Einstieg, so ein Einstiegskapitel gibt. Also wenn man wirklich sagt, ich bin neu beim Thema, was muss ich eigentlich machen, um überhaupt zu einer Treibhausgasbilanz zu kommen? Evelyn wird nachher noch darauf eingehen. Dann haben wir grundsätzlich das Ganze in 3 Teile unterteilt. Angefangen haben wir mit den Grundsätzen der Treibhausgasbilanzierung nach dem GAG-Protokoll. Und da werde ich gleich noch ein paar Details dazu sagen, aber eben hier geht es darum, überhaupt mal zu verstehen, was sind denn die offiziellen Dokumente, wie gehe ich mit Systemgrenzen um, Daten, Emissionsgutschriften und so diverse übergeordnete Themen, die das GAG-Protokoll betreffen. Und nachher Teile 2 und 3 sind eigentlich aufgeteilt in Scope 1 und 2 einerseits und Scope 3 andererseits, wobei wir im Scope 3 wirklich schön entlang diesen 15 Kategorien uns bewegen, damit, wenn man irgendwo ein bestimmtes Thema, also auf ein bestimmtes Thema eingehen möchte in der eigenen Bilanz, dass man sich relativ rasch zurechtfindet. Aber wir haben auch wirklich darauf geachtet, dass wir darauf hinweisen, wo andere Kapitel allenfalls relevant sein könnten. Also ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Effort noch reingesteckt als das GAG-Protokoll, um auch zu sagen, was eben nicht in eine Kategorie gehört, was manchmal auch noch eine wichtige Information ist. All diese Kapitel, also besonders im Teil 3, haben wir gleich aufgebaut. Und zwar gibt es eine kurze Beschreibung der Kategorie, Systemgrenze und Abgrenzung, so ein bisschen Vorgehen bei der Datenerhebung, je nach Thema, was ja ziemlich unterschiedlich sein kann. Und dann vielleicht der interessanteste Teil ist jeweils Herausforderungen und Besonderheiten, weil wir halt aus Erfahrung wissen, dass je nach Thema kommen ganz andere Fragen. Und das haben wir versucht, hier ein bisschen abzudecken. Und was wir wirklich auch gemacht haben, ist Anwendungsbeispiele mit Zahlen, also dass wir wirklich gesagt haben, okay, man kauft so viel ein und der Emissionsfaktor ist so, was gibt das für eine Treibhausgassumme, dass wir wirklich diese Rechnungen auch aufgeschrieben haben, weil auch das ist immer hilfreich, wenn man mal sehen kann, wie das eigentlich gemacht wird. Und dann, das verschwindet jetzt hier fast ein bisschen, aber es gibt auch noch einen Anhang, wo wir zu 2, 3 Themen wirklich nochmals
ausführlicher etwas geschrieben haben. Das geht dann eher so in die Richtung für Leute, die sehr interessiert sind an ganz bestimmten Themen, zum Beispiel wie man jetzt schon wieder diese Kehrichtverbrennungsemissionen bilanziert oder auch HKNs, also so wirklich Themen, mit denen man sich sehr lange beschäftigen kann, wenn man möchte. Genau, dann können wir gerne zur nächsten Folie gehen. Zur Zielgruppe haben wir schon etwas gesagt, also eigentlich haben wir vieles hier auch schon gesagt, muss ich sagen. Genau, als häufigster Anwendungsfall sehen wir schon eben eine Person, die am Bilanzieren ist und sagt, oh, zu diesem Thema bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie man das machen sollte. Und möchte mal schauen, was jetzt hier die Leute von INTEP und Carbotech dazu sagen. Also das denken wir schon, dass das häufig sinnvoll sein kann, in so einem Fall da reinzuschauen. Genau. Dann können wir gleich weitergehen. Genau, das machst Ja, du ja. dann würde ich hier wieder übernehmen. Wir haben im Praxisleitfaden ein sogenanntes Kapitel 0 eingefügt, wo es eigentlich darum geht, wenn ich jetzt eine Treibhausgasbilanz erstellen möchte für meine Organisation, wie gehe ich eigentlich vor? Jetzt noch nicht auf Ebene der, welche Emissionen muss ich bilanzieren, sondern eigentlich so ein bisschen das Gesamtkonzept. Und haben auch versucht, dann im Rahmen des Praxisleitfadens eigentlich zu diesen hier 6 Aspekte, die dargestellt sind, Antworten zu geben. Ich würde jetzt auch noch einmal kurz durchführen, gerade auch vielleicht für Personen, die noch keine Bilanz erstellt haben und einfach ein bisschen berichten aus unserer Praxis, wo wir sehen, wie wichtig es ist, frühzeitig gewisse Fragen teilweise zu beantworten. Wir fangen an mit der Zieldefinition. Das ist gerade ein Punkt, den wir jetzt in der Beraterpraxis oft erlebt haben, dass man will zwar eine Treibhausgasbilanz machen, aber hat sich eigentlich noch nicht wirklich überlegt, was man dann mit den Ergebnissen machen muss. Und hier zeigt sich einfach, dass viele Fragen, die sich dann im Laufe der Bilanz stellen, wie welche Emissionen muss ich in welchem Detaillierungsgrad berechnen, wo soll ich auf welche Emissionsfaktoren zugreifen, sich damit eigentlich schon ein Stück weit vorspuren lassen. Beispiele sind hier zum Beispiel, wenn ich eine Treibhausgasbilanz erstelle, weil ich aktiv in einem Bereich meine Emissionen senken muss, dann macht es halt wie Sinn, in der ganzen Bilanz eigentlich den Fokus auf diese Kategorie beispielsweise zu legen und hier zu schauen, dass man präzise Daten hat, dass man nicht mit kostenbasierten Emissionsfaktoren, sondern mit physikalischen Mengen rechnen kann. Hingegen, wenn ich eine Eingabe bei der SBTI plane, dann lohnt es sich frühzeitig dort die entsprechenden Dokumente zu konsultieren, damit die Systemgrenze und die Abdeckung der Emissionen ganz sicher am Schluss SBTI-konform ist. Hingegen, wenn ich beispielsweise viele Kundenanfragen habe, lohnt es sich, die Bilanz so aufzubauen, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise relativ einfach aus den Daten Produktbilanzen generieren lassen. Also es hilft dann, wie eigentlich gewisse Fragen in späteren Stadien der Bilanzierung so zu beantworten. Zur Systemgrenze wird, glaube ich, Philipp nachher auch noch mal etwas sagen. Hier definiere ich eigentlich, welche Geschäftsaktivitäten sind wirklich relevant. Habe ich alle Standorte drin, die wichtig sind? Wo muss und kann ich hier die Grenze ziehen? Und dann geht eigentlich im grünen Teil so ein bisschen die große Arbeit los. Welche Geschäftsaktivitäten kommen rein? Was für Daten habe ich, um diese zu bilanzieren? Wie komme ich an die entsprechenden Emissionsfaktoren und erstelle am Schluss meine Gesamtbilanz? Hier erleben wir auch oft, dass, wenn wir Beratungsmandate haben, dass dies teilweise am Anfang fast ein bisschen überfordernd ist. Man hat 15 Kategorien, wo man irgendwie seine ganzen alltäglichen Geschäftsaktivitäten versorgen muss. Plus ist es manchmal nicht ganz klar, was jetzt eigentlich in welche Kategorie kommt und dann stellt sich noch die Frage, mit welchen Faktoren bilanziere ich sie. Hier haben wir wirklich erlebt, wie es hilft, dass man sich eigentlich einmal durch die ganzen
gerade im Scope-3-Bereich die ganzen 15 Kategorien durchgeht und wir haben, wie Philipp vorher schon gezeigt hat, versucht, die so aufzubauen, dass ich einerseits sehe, welche Aktivitäten kommen hier rein, beispielsweise Geschäftsreisen. Was kommt nicht rein? Zum Beispiel alle Fahrten, die mit eigenen Autos gemacht werden, alle Fahrten, die Güter transportieren, von denen nicht Geschäftsreisen, sondern vorgelagerte Transporte sind, einfach um hier eine Hilfestellung zu geben, um eigentlich wie versorge ich meine Geschäftsaktivitäten in die entsprechenden Scopes und die entsprechenden Kategorien ein bisschen zu unterstützen. Das ist dann eigentlich auch der Punkt, wo es darum geht, mit welchen Daten bilanziere ich anschließend die Emissionen. Und hier zeigt sich wirklich, dass ein bisschen diese Zielsetzung eigentlich ein wichtiger Wegweiser sein kann, dass da, wo ich erwarte, dass ich Maßnahmen umsetzen kann, wo ich an den Emissionen arbeiten möchte, halt frühzeitig ein Fokus gelegt werden muss und soll, damit dann die Präzision anschließend auch hoch genug ist, dass wirklich zum Beispiel Maßnahmen entwickelt werden können. Als ich die Grafik fertiggestellt habe, habe ich mir nachher kurz überlegt, dass es wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, die als Kreis darzustellen, weil wie aus unserer Sicht mit Schritt 6 die Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Also wir sehen die Treibhausgasbilanz auch ein Stück weit als Prozess und ich glaube, das hilft vielleicht auch ein bisschen die Angst vor dem Einstieg zu nehmen. Man muss nicht mit der perfekten Bilanz starten. Man kann auch so loslegen, dass man zum Beispiel kostenbasiert eine Standardbestimmung macht, dass man sieht, wo die eigenen Hotspots sind, wo man in einem späteren Zeitpunkt genauer hinschauen muss, wo man vielleicht ganz viele Annahmen und Annäherungen getroffen hat. Und wenn die erste Bilanz mal steht und man sieht, wo das wirklich relevante Emissionen anfallen, dass das auch ein Zeitpunkt ist, um zum Beispiel in einem nächsten Jahr, in einem nächsten Zyklus halt da den Finger drauf zu halten, die Datengrundlage zu verbessern, mit Lieferanten Kontakt aufzunehmen, um lieferantenspezifische Daten zu erhalten, um so eigentlich Jahr für Jahr eine präzisere Variante zu erstellen. Genau, das möchten wir so ein bisschen mitnehmen, wie keine Angst vor dem Einstieg, aber auch halt wirklich den Anspruch, die Treibhausgasbilanz nicht als Papiertiger, sondern als Werkzeug zu nutzen, um an den Emissionen zu arbeiten, um diese zu verbessern und auch die Informationen daraus zu ziehen, die für die eigene Organisation wirklich wichtig sind. Das ist jetzt auch eine Ergänzung, Philipp. Nein, ich glaube, ich gehe auf das eine oder das andere Thema gerade noch jetzt dann ein. Ich glaube, das passt. Super, dann mache ich eins weiter. Genau, und in der Umfrage haben wir gesagt, dass eigentlich das größte Problem ist, nämlich die ganzen Datensammlung, Datenqualität und vielleicht auch, wie man mit Datenlücken umgeht. Ich glaube, die Good News ist, dass sie nicht allein sind mit dem Problem. Die nicht so Good News ist, dass es keine einfache Lösung gibt, tatsächlich nicht, oder? Aber wir haben, und da bin ich jetzt umso mehr froh drum, dass wir da noch ich glaube, 2 Seiten dazu geschrieben haben zu diesem Thema. Ursprünglich wollten wir vor allem auf die 15 Kategorien eingehen, aber wir haben dann auch gesagt, okay, die ganze Datensammlung ist ja schon etwas, was wir auch sehr häufig diskutieren und wo viele KundInnen die Herausforderung sehen. Deswegen haben wir das auch noch ein bisschen ausgeführt, wie das aus unserer Erfahrung so ein bisschen aussieht. Und ich glaube, Evelyn hat das angesprochen, die Relevanz ist halt schon sehr wichtig, also dass man nicht überall gleich viel Zeit investiert in die Datensammlung, sondern wirklich dort, wo es eben drauf ankommt. Und wie man das überhaupt, das ist ja die Krux, wie findet man das überhaupt mal heraus, wo es wichtig ist. Dazu haben wir auch noch ein paar Empfehlungen abgegeben, eben ob das jetzt einfach mal spend-based, eine ganz grobe Analyse zu machen ist, oder ob man einfach bei der Konkurrenz schaut, die vielleicht schon etwas publiziert hat. Also da gibt es verschiedene Ideen, die wir auch mitgeben, dass man hier mal den ersten Schritt machen kann. Genau, dann gibt es natürlich auch immer Datenlücken. Also einerseits weiß man häufig nicht, was im eigenen Betrieb überall genau läuft oder findet es mit der Zeit raus, oder? Und dann die ganz schwierige Frage mit den Emissionsfaktoren. Wo kriegt man die überhaupt her? Wo wir jetzt aber mit der
BAFU 2025 Datenbank wirklich ein neues Tool, öffentliches Tool haben, was sehr wertvoll ist, denke ich, für viele Leute, um hier auch eigene Berechnungen zu machen. Und dann haben wir uns auch noch überlegt, wie weiß ich eigentlich, dass meine Bilanz gut genug ist, gerade wenn ich vielleicht noch nicht so viel Erfahrung habe. Also wann kann ich mir sicher sein, dass ich eigentlich alles bilanziert habe, was ich muss? Wir denken, diese 100%ige Sicherheit gibt es nie ganz. Aber auch hier geben wir ein paar Ideen mit, wie man das testen kann. Wie man eben einfach so, oder die ganze Arbeit der Bilanzierung ist ja häufig sehr detailorientiert. Aber da immer wieder diesen Schritt weg vom Detail zu machen und zu schauen, hey, wie sieht das eigentlich insgesamt jetzt aus? Zum Beispiel im Vergleich zu Anzahl Angestellten, im Vergleich zum Umsatz und so weiter. Da geben wir auch noch ein paar Tipps, wie man das vielleicht handhaben kann. Genau, so viel vielleicht zur Datensammlung oder zu Daten allgemein, aber ist natürlich auch ein sehr großes Thema bei der Bilanzierung. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, einfach eine kurze Erwähnung, weil es auch immer zu Diskussionen führt, sind diese ganzen Fragen zu den Doppelzählungen. Also im Bereich, das gehört eigentlich zum Thema Systemgrenzen, wo könnte es Doppelzählungen geben, wo darf es Doppelzählungen geben. Und auch hierzu haben wir nochmals einen Abschnitt geschrieben, dass eben diese Doppelzählungen im Scope-3-Bereich wirklich erlaubt sind und auch zum Teil erwünscht. Ich habe gerade gestern aus einem anderen Grund, aber den SBTI-Standard nochmals etwas nachgelesen und auch da steht, dass es eigentlich erwünscht ist, dass man eben diese Verantwortung für die Emissionen auch auf verschiedene Akteure verteilt. Das im Beispiel, das wir hier auf der Grafik sehen, eben zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Produkt herzustellen und zu verkaufen, dass zum Beispiel die Rohmaterialien natürlich beim Rohmaterialienhersteller also nicht natürlich, aber dass sie beim Rohmaterialhersteller als Scope 1 und 2 vermutlich bilanziert werden, weil dort die Energie aufgewendet wird, um diese Rohmaterialien zu extrahieren, dass dann diese gleichen Rohmaterialien bei der Herstellerin des Produkts als Beschaffung gelten und dort in Scope 3 bilanziert werden und dann, je nachdem, wenn es über den Detailhandel geht, dort sogar nochmals als Scope 3 bilanziert wird. Also das sind solche Sachen, die auch im GAG-Protokoll so angedacht sind, vielleicht nicht immer ganz einfach zu finden sind, aber wir haben dazu auch nochmals einen Abschnitt geschrieben. Das Schöne ist, muss man auch sagen, dass halt mit dieser Doppelzählung dann auch, wenn jemand zum Beispiel in der Lieferkette eine Verbesserung der eigenen Emissionen macht, dass das halt dann auch vielen Akteuren zugutekommt, wenn so eine Verbesserung passiert. Genau, also das zum Thema Doppelzählungen. Und dann gehe ich noch kurz auf ein ebenfalls beliebtes Thema ein, die Spend-Based Emissionsfaktoren. Und Spend-Based heißt ja, also ist ja Englisch und heißt eigentlich ausgabenbasiert. Also es geht hier um Emissionen bezogen auf monetäre Ausgaben. Und das ist nicht per se schlecht. Das wird immer ein bisschen als ungenügend angeschaut, Spend-Based Emissionen oder Emissionsfaktoren. Also wenn ich bei einem Liter Diesel zum Beispiel weiß, bei einem Liter Diesel weiß ich, wie viele Emissionen da entstehen, wenn der verbrannt wird, Scope 1 Emissionen, ca. 2,6 Kilo CO2. Und wenn ich den Preis dieses Liter Diesels weiß, dann kann ich auch ziemlich genau umrechnen, was pro Franken, den ich ausgegeben habe für die Diesel, an CO2 entsteht. Und das ist dann eigentlich für den Moment, wo ich das berechne, ein sehr genauer Emissionsfaktor. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel jetzt im Fall Diesel vor ein paar Jahren war der Preis deutlich höher. Aber nur weil der Preis höher war, sind natürlich die Emissionen beim Verbrennen des Diesels
genau gleich. Also das ändert sich ja nicht. Und diese ganzen Preisschwankungen sind ein Problem für diese Spend-Based Emissionsfaktoren. Das ist das eine. Und das andere, was Sie sicher auch häufig hören, oder, dass diese Emissionsfaktoren sind ja meistens Durchschnittswerte für ganze Sektoren. Also da gibt es dann zum Beispiel einen Emissionsfaktor für, ich sage jetzt mal, Bauaktivitäten, der in der Größenordnung von 0,22 Kilo CO2 pro Schweizer Franken sein könnte. Da ist aber dann alles drin, ob Sie jetzt ein Betonfundament bezahlen oder ob Sie die Installation von irgendwelchen Holzfenstern bezahlen, wo wir uns vorstellen können, dass die Emissionen für diese beiden Aktivitäten sehr unterschiedlich wären. Also dort ist das Problem ein anderes, eben dass diese Emissionsfaktoren sehr durchschnittliche Aktivitäten beschreiben und nicht genau sind. Aber nichtsdestotrotz, Spend-Based Emissionsfaktoren haben einen sehr großen Wert in der Treibhausgasbilanzierung. Einerseits eben für die Standortbestimmung, wo man einfach mal grob schauen möchte, wo die Emissionen entstehen und wie hoch die ungefähr sind. Und man muss auch sagen, bei der Beschaffung gibt es heute noch nicht viele gute Möglichkeiten, also gerade wenn Sie sehr viele Beschaffungen haben, das einfach über, also das Gegenteil von Spend-Based wäre ja dann Activity-Based, also basierend auf zum Beispiel Einkäufe Kilogramm oder Liter oder sowas, dass man das häufig einfach nicht kann im Moment. Und dann ist es auch natürlich besser, man macht so etwas über einen Spend-Based Emissionsfaktor, als dass man das gar nicht machen kann. Ja, so viel vielleicht ganz kurz zu Spend-Based Emissionsfaktoren, aber auch einfach, dass Sie wissen, dass wir da auch Beispiele drin haben und uns damit beschäftigen. Und dann, Evelyn, bist du, glaube ich, dran, ja. Du bist noch stumm. Danke für den Hinweis. Ein weiteres Fokusthema, das wir gewählt haben, ist der Energieverbrauch in gemieteten, vermieteten Liegenschaften. Das war fast ein bisschen ein Mitgrund für die Erstellung dieses Leitfadens, weil wir einfach gesehen haben, dass das ja uneinheitlich gehandhabt wird, was aber auch damit zusammenhängt, dass es im Grünheitsgasprotokoll an verschiedenen Stellen zur Sprache kommt, immer ein bisschen mit einem anderen Fokus und aus unserer Sicht auch nicht immer ganz abschließend konsistent. Also auch wir haben hier Diskussionen geführt, wir haben Diskussionen mit anderen Personen geführt und sind immer wieder auf neue Formulierungen gestoßen, die teilweise nicht ganz einfach zu interpretieren sind. Ein bisschen die Herausforderung ist dabei, dass sich, wenn ich jetzt als Unternehmen in einer Liegenschaft eingemietet bin, mir eigentlich bei der Bilanzierung überlegen muss, diese Energieverbräuche für die Heizung, für die Beleuchtung, für die elektrischen Geräte, kommen die jetzt bei mir in Scope 1 für die Brennstoffverbräuche und Scope 2 zum Beispiel für Fernwärme und Strom, oder bilanziere ich das in Scope 3 im Bereich Energieverbrauch in gemieteten Liegenschaften. Das hat insofern ein bisschen eine Konsequenz, dass Scope 1 und 2 doch oft ein anderes Gewicht haben wie die Scope 3 Emissionen. Das sieht man auch ein bisschen in dieser Grafik, die vorher Philipp Bold gezeigt hat, mit dieser Doppelzählung, dass es eigentlich so aufgebaut ist, dass jede Emission irgendwo in irgendeinem Inventar von irgendeinem Unternehmen in Scope 1 auftauchen müsste. Jetzt sozusagen in einer perfekten Welt, wo jeder eine Bilanz erstellt. Aber so diese Komplementarität eigentlich erhalten bleiben müsste. Was wir jetzt versucht haben umzusetzen im Praxisleitfaden ist, dass wir unter dem Ansatz der operationellen Kontrolle, also dem Ansatz, wo ich eigentlich für die Emissionen Verantwortung übernehme, über die ich eine Kontrolle ausüben kann, dass die in Scope 1 und 2 bilanziert werden. Das bringt ein bisschen die Folgefrage mit sich, was bedeutet es jetzt eigentlich, dass ich operationelle Kontrolle über eine Emissionsquelle habe?
und welche Konsequenz hat das dann für meine Treibhausgasbilanz am Schluss. Und hier haben wir eigentlich versucht mit unserem Ansatz, wir müssen sicherzustellen, dass das für jede Energieemission im Gebäude eine Partei, sei es die vermietende oder die eingemietete Partei, die Hauptverantwortung übernimmt, also diese Emission bei sich in Scope 1 und 2 anrechnet. Und gleichzeitig, dass die Emissionen eigentlich so dargestellt werden sollen, dass sie auch wirklich die Einflussnahme von der jeweiligen Partei abbildet. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen theoretisch. Ich habe das mal versucht, an einem Beispiel zu erläutern. Wir haben auch einige Beispiele im Praxisleitfaden. Es gibt wie ein Stück weit zwei Perspektiven. Also ich habe das eingemietete Unternehmen und das Unternehmen, welches das Gebäude besitzt und dieses vermietet. Das Gebäude hat eine Heizung, jetzt hier eine fossile Heizung. Die einzelnen Unternehmen, zum Beispiel, die jetzt in einem Bürogebäude eingemietet sind, die beziehen Strom für ihre Monitore, für ihre Rechner, für ihre Drucker, für ihre Lampen. Gleichzeitig hat das Gebäude vielleicht auch einen Lift, es hat eine beleuchtete Tiefgarage, es hat einen beleuchteten Eingangsbereich. Das heißt, hier fällt ebenfalls ein Stromverbrauch an. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine typische Situation in einem Bürogebäude, wo mehrere Unternehmen eingemietet sind. Wenn ich jetzt die Mieterperspektive einnehme, dann habe ich sehr wahrscheinlich mit dem Energieversorgungsunternehmen einen Stromliefervertrag abgeschlossen für meinen eigenen Verbrauch, für meine PCs, für meine Drucker, die ich in meinen gemieteten Flächen benötige. Gleichzeitig habe ich hier auch eigentlich die Einflussnahme. Ich kann das Stromprodukt wählen. Ich kann zum Beispiel spezifisch ein erneuerbares Produkt beziehen. Ich kann schauen, dass ich am Abend die Monitore abschalte und dass ich energieeffiziente Geräte beschaffe. Aus diesem Grund sehen wir hier zum Beispiel die Emissionen, also die Hauptverantwortung für die Emissionen ganz klar beim eingemieteten Partei. Ein bisschen anders sieht es aus beim Allgemeinstrom, für Lift, für allgemeine Beleuchtung. Hier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Gebäudeeigentümer, also der Vermieter, den Lift gekauft hat, dass er auch den Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen abschließt. Das heißt, diese Partei hat eigentlich hier die Verantwortung für die Emissionen, bilanziert diese in Scope 2. Bei der Heizung ist es meistens ein bisschen komplizierter. Hier haben wir jetzt auch so ein bisschen einen klassischen Fall dargestellt. Der Gebäudeeigentümer hat beim Bau damals eine fossile Heizung eingebaut, hat die noch nicht ersetzt. Er kauft das Gas oder das Heizöl, er wartet und betreibt die Anlage, er ruft den Techniker, wenn etwas nicht läuft und verrechnet dann eigentlich die Heizkosten über einen Flächenschlüssel beispielsweise an die eingemieteten Parteien. Das heißt, die Hauptverantwortung liegt auch hier beim Vermieter, dieser bilanziert in Scope 1. Das ist jetzt kein abschließende Wissenschaft, aber einfach um ein bisschen darzustellen, nach welchem Prinzip wir versucht haben, die Beispiele im im Praxisleitfaden darzustellen. Was dann im Umkehrschluss heißt, eben unter dem Aspekt dieser Doppelzählung, wenn ich als eingemietetes Unternehmen die Emissionen in Scope 2 bilanziere, dann hat der Vermieter diese in Scope 3.13, das ist die Kategorie für Emissionen aus vermieteten Sachanlagen, wird sie dort unterbringen. Ein bisschen Spezialfall haben wir noch aufgeführt bei der fossilen Heizung im Keller. Hier schlägt das Grünhausgasprotokoll ein bisschen zwei parallele Ansätze vor. Was wir üblicherweise in Bilanzen sehen, ist, wenn der Gebäudeeigentümer die Emissionen in Scope 1 bilanziert sie die eingemietete Partei in Scope 3.8, also in der Kategorie für Energieverbrauch und gemieteten Liegenschaften. Es gibt auch noch den Ansatz, diese in Scope 2 zu bilanzieren, was dann ein bisschen ein ähnliches Bild abgibt, als wie wenn quasi der Gebäudeeigentümer, der die Heizung betreibt, der Wärmelieferant ist und ich als eingemietetes Unternehmen diese Wärme kaufe. Das empfiehlt sich vor allem für Unternehmen, bei denen zum Beispiel jetzt diese Kategorie oder diese Emissionen aus gemieteten Liegenschaften einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und diesem mehr Ausdruck verliehen werden sollte.
Wir haben die verschiedenen Ansätze im Praxisleitfaden illustriert. Wir haben auch, ich kann es ganz kurz zeigen, verschiedene Beispiele eingefügt. Ich gehe jetzt da nicht beim Detail darauf ein, weil das ähnlich ist, was ich vorher erläutert habe. Schlussendlich braucht es immer eine Detailbetrachtung von der Situation. Das ist uns auch klar. Es lässt sich nicht eine allgemeingültige Formulierung ableiten, aber das war einfach, um ein bisschen die Denkweise, die hinter diesen Erläuterungen steht, zu visualisieren. Philipp, hast du da noch eine Ergänzung? Nein. Und ich glaube, im Interesse der Zeit müssen wir vielleicht dann noch ein bisschen, also Zeit für Fragen noch lassen. Genau. Ja, dann habe ich noch ein drittes Thema, da würde ich jetzt aber nur ganz kurz drauf eingehen. Vielleicht auch ein bisschen dem Aspekt, wie sich die Bilanz entwickelt oder entwickeln kann. Wir haben doch gesehen, dass viele Unternehmen starten mal mit Scope 1 und 2, weil da ist es auch meistens relativ einfach, die Daten zu erhalten. Gehen dann weiter in Bilanzierung der Beschaffung, das heißt die ganzen vorgelagerten Aktivitäten von Gütern, von Investitionen, die ich tätige. Was wir gesehen haben, was oft noch eine große Hürde ist, sind die nachgelagerten Emissionen. Das heißt alles, was eigentlich nach dem Unternehmen in der Lieferkette an Emissionen anfällt. Wir haben das im Praxisleitfaden auch ein bisschen ausgeführt mit der Relevanz. Wir haben jetzt in der Teilnehmerliste gesehen, es hat nicht viele produzierende Unternehmen dabei. Das heißt, diese Kategorien sind für viele nicht so relevant. Trotzdem möchte ich ganz kurz darauf eingehen, dass es gerade bei Unternehmen, die in irgendeiner Form Rohstoffe oder Halbfabrikate weiterverkaufen, die weiterverarbeitet werden, die Produkte herstellen, die anschließend genutzt werden, irgendwann entsorgt werden, dass diese Emissionen ebenfalls in der Bilanz auftauchen. Das ist etwas, was man vielleicht ein bisschen auch weniger auf dem Radar hat und gleichzeitig auch sehr schwierig zu bilanzieren ist, weil ich in der Regel keine Aktivitätsdaten erheben kann, sondern mit Szenarien rechnen muss. Was wir probiert haben im Praxisleitfaden ist hier ein bisschen Mut zu machen, dieses Thema ebenfalls anzugehen. Es kann sehr relevant sein und es gibt doch viele Hilfestellungen, wie man mit einigen wenigen Annahmen zumindest zu einer validen Abschätzung kommt und die Relevanz einzelner nachgelagerter Kategorien einschätzen kann und dann auch weiß, wo man zum Beispiel einen Handlungsspielraum hat oder wo man vielleicht auch einfach wirklich nochmal genauer hinschauen und bessere Daten erheben muss. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende unserer Inputfolie und würden wirklich jetzt gerne noch öffnen, auch für Fragen, Anmerkungen an Philipp oder mich oder sonst die Fachpersonen, die hier sind.